Hallo meine Lieben, ich begrüße euch recht herzlich zu einer neuen Folge hier auf meinem Kanal Sondel die Waldfee. Mein Name ist Flo. Wir gehen heute wieder zusammen mit dem Metalldetektor auf Schatzsuche. Ich bin heute wieder auf der Ausgrabung 2.0. Wir haben eigentlich ganz schönes Wetter heute und mein Plan ist heute etwas mehr am Feldrand heute suchen zu gehen und mal gucken, was wir da entdecken können. Wir suchen ja auch immer noch diesen Bronzeeimer aus römischer Produktion, also starten wir in ein neues Abenteuer. Grüße gehen nochmal an meinen Ausrüster detektor-shop.de und los geht's. Das erste Signal, ziemlich großflächig, aber nur ein 63 bis 67er Leitwert. Gucken wir mal, was es ist. In dem Klumpen soll es drin sein. Was haben wir hier? Irgendein Stück. Keine Ahnung. Das könnte ein alter Löffel gewesen sein. Völlig zerbrochen hier. Ein 73er Signal. Okay, hier vorne an der Kante soll es irgendwo sein. Ja. Oh, es ist eine Münze, glaube ich. Ja, cool. CA oder so erkenne ich noch, das scheint das Herrschermonogramm zu sein, aber auf der anderen Seite, ich glaube, die ist auch schon wieder recht schlecht. Mal gucken, ob da noch was durchkommt bei der Reinigung und ob wir sehen können, was für eine Münze das ist. Da konnten wir den ersten kleinen Fund an diesem Tag machen, eine Münze, allerdings wirklich in einem grauenvollen Zustand. Wir schauen nur mal schnell auf diese eine Seite drauf. Also viel erkennen kann man da tatsächlich nicht mehr. Ich kann nicht sagen, was für eine Münze es ist, aber vielleicht sind wir da schon auf der Spur des Weges, also machen wir weiter und schauen, was noch kommt. Nächstes Signal ein 67er. Okay, wir haben es draußen. Na. Ah, es ist ein alter Unterhosenknopf wieder. Naja, nichts Tolles. Gucken wir weiter. Meine Lieben, ich konnte gerade die nächsten 2 guten Funde machen. Es ist noch so leicht am Mieseln. Eben kam hier so ein richtig heftiger Graupelschauer runter. Also das heißt, ich bin schon einmal ordentlich nass geworden. 2 Funde konnte ich machen. Einmal, glaube ich, ein silbernen Fingerhut, der scheint mir auch schon ein bisschen älter zu sein. Der könnte durchaus auch mittelalterlich sein tatsächlich. Ist übrigens mein erster Silberfingerhut. Fingerhüte habe ich ja schon viele gefunden, aber der erste aus Silber. Und dann, muss ich aufpassen, dass ich mich hier nicht in die Disteln hocke, konnte ich noch einen richtig schön erhaltenen Sternknopf finden. Und die beiden Sachen schauen wir uns gleich mal auf jeden Fall im Studio an.
Ja, da ist doch glatt was passiert, was ich von dieser Fläche gar nicht so gewohnt bin, sondern dass man gleich am Anfang relativ gute Funde macht tatsächlich. Also wir scheinen da wirklich dem Weg auf der Spur zu sein. Diesmal hier mit einem richtig massiven Silberfingerhut, wo wir mal eben drauf schauen wollen. Und diese Vertiefungen, die dort eingraviert sind quasi, die sind auch recht unsymmetrisch, also gehe ich davon aus, dass dieses Stück doch auch schon ein wenig älter sein dürfte. Und dann sagte ich ja gerade im Video, habe ich noch einen Sternknopf gefunden, einen etwas größeren, der auch noch wirklich ganz gut erhalten ist. Den wollen wir uns auch mal kurz anschauen. Und dann konnte ich im Verlauf des Suchtages auch noch einen zweiten kleinen Sternknopf finden, den stelle ich euch mal daneben. Dann gucken wir uns die mal eben an. Also hier nochmal zwei kleine, schöne Sternknöpfe und dann wurde das Wetter immer wechselhafter tatsächlich. Ich habe aber noch nicht aufgegeben, also gucken wir mal, was noch passiert ist. Es ist für mich heute nicht einfach hier zu filmen, weil es immer wieder Schauer gibt und Graupelschauer und so weiter. Ich habe während des nächsten Schauers die nächsten 3 schönen Funde machen können. Eine Münze, die ist glaube ich aber relativ platt, könnte irgendwie eine Pfennig-Scheidemünze sein. Dann haben wir noch eine richtig schön verzierte Messerkrone, die gucken wir uns auf jeden Fall auch noch mal im Studio an. Und eine kleine Schuhschnalle habe ich noch gefunden. Also das heißt, wir könnten dem Weg ja wirklich auf der Spur sein. Ich habe jetzt hier das nächste Signal. Konstantes 84er. Da gucken wir mal, bevor es wieder gleich anfängt zu regnen. Ja, sehe ich schon. Ich sehe schon. Ein doofes Rad. Oh Mann. Naja, war ein Versuch wert. Da habe ich euch die nächsten 3 Funde dieses Tages schon einmal hingestellt. Einmal eine Münze, wo ich denke, es könnte sich um eine Pfennig-Scheidemünze handeln, die ist aber wirklich nicht mehr gut erhalten. Dann haben wir eine kleine Schuhschnalle, was natürlich auch wieder dafür sprechen könnte, dass wir da auf der Spur des alten Weges sind. Und eine Messerkrone, wo ich zuerst schon dachte, Mensch, die ist ja so ein bisschen verziert. Aber ich glaube wirklich, dass da ein Datum draufsteht, nämlich 1558. Was meint ihr? Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Und ja, dann hat der Regen kam in immer kürzeren Abständen und es hat auch richtig doll angefangen zu hageln. Von daher musste ich an diesem Tag erstmal abbrechen, bin dann aber 2 Tage später nochmal auf die Fläche gefahren und da machen wir jetzt weiter, gucken wir mal, was da noch passiert ist. Neuer Tag, neues Glück. Ich hoffe, heute regnet es mal nicht. Ja, den alten Weg haben wir so einigermaßen nachgewiesen, würde ich sagen, durch die Funde, die wir am Tag davor machen konnten, wo es so doll geregnet oder gehagelt hat dann. Da musste ich dann wirklich abbrechen. Jetzt haben wir 9 Tage. Ich hoffe, es regnet heute nicht. Wir haben hier das erste schöne 87er Signal. Und ich bin hier nochmal in dieser Ecke, wo ich vor ein paar Folgen mal gesagt habe, das sieht hier so komisch vom Bewuchsmerkmal aus, wie so ein Langhaus. Und hier wollte ich noch mal ein bisschen genauer gucken. Und jetzt schauen wir mal, was das hier für ein Signal ist. Oha, sag nicht, es ist das hier. Oh, Alter. Ey, was ist denn das? Ist das ein Bleiprojektil, ein riesiges, großes? Ah, da warte mal. Das könnte vielleicht sogar ein bleiernes Webgewicht sein. Wenn das hier oben so ein bisschen abgebrochen aussieht, ja, irgendwas scheint hier mal dran gewesen zu sein. Es könnte von einem Webstuhl tatsächlich sein hier. Ein Webgewicht. Interessant. Da habe ich euch den nächsten Fund schon mal hingestellt. Ein massives Stück Blei. Für das, was ich es halte, nämlich hier ein Webgewicht, ist es eigentlich eher ein bisschen ungewöhnlich, denn meistens waren diese Webgewichte doch eher aus gebranntem Ton zum Beispiel oder auch aus Stein. Und ich könnte mir aber vorstellen, dass das so in diese Richtung geht tatsächlich. Denn wir werden im Laufe dieser Folge noch einen Fund machen, der hier auch auf Textilverarbeitung hindeutet. Also gucken wir hier erstmal kurz rauf und dann blende ich euch da auch noch mal ein Bild ein von Wikipedia, wo ihr mal seht, so einen Gewichtswebstuhl quasi, also die Fäden, die quasi nach unten hingen, wurden dann beschwert und so konnte man dann letztendlich ein Textil weben, weil natürlich die Fäden auf Spannung sein mussten, dort auch nach unten hin, und dafür hat man dann einfach die Schwerkraft genutzt und dort solche Gewichte rangebunden. Und dann machen wir weiter mit dem nächsten Fund, der hier auch wieder auf Textilverarbeitung hinweist.
Ein kleines 73er Signal hier, direkt im Bewuchsmerkmal drin. Wir haben es draußen. Ich sehe schon. Ich glaube, es ist eine Plombe. PW. Und hinten noch irgendwas mit einer Krone, glaube ich. Na, aber ich glaube, so alt ist sie nicht. 18. Jahrhundert würde ich jetzt mal behaupten. Wir haben das nächste Signal direkt hier unter so einer abgestorbenen Distel. 87. Oh. Da wollen wir mal gucken, was das ist. Mehr hier vorne. Jetzt sollten wir es eigentlich raus haben. Ja, hier ist es drin. Oh, keine Stacheln hier im Finger. Ah, was haben wir hier wieder? Irgendein Aluminium-Scheiß. Verdammt. Ich habe hier ein riesiges 91-92er Signal. Das ist wirklich großflächig. Also ungefähr 2 Spulen von der 28er wohlgemerkt. Ich grabe jetzt einfach mal. Ich vermute, dass es ein großes Eisenteil sein wird. Aber mal gucken. Wir suchen ja auch immer noch den Bronzeeimer. Ja, mal schauen. Ich habe es draußen. Jetzt ist es gar nicht mehr so großflächig. Kommt mal ein bisschen dichter ran und dann schauen wir mal zusammen. Ah, nee. Ja, es ist irgendein Müll. Ah, Aluminium oder so, denke ich mal. Ja, sehr leicht. Naja. Nächstes 87er Signal. Ich laufe heute jetzt auch in einem neuen Programm, was ich mir zurechtgebastelt habe. Also nicht das Tecna-Programm. Aber hier kommen erstaunlich viele neue Signale auch. Gucken wir mal, was das hier ist. Ich weiß nicht, ob wir es draußen haben oder nicht. Ah, ich sehe es. Und? Es könnte... Ja, ich glaube, es ist ein einfacher Spinnwürtel tatsächlich. Gucken wir uns auch gleich mal an. Aus Blei hier ein Fund. Da haben wir das nächste Fundstück, was auch wieder auf Textilverarbeitung hinweist, die hier möglicherweise auf dieser Fläche stattgefunden hat. Ein sogenannter Spinnwürtel oder auch als Würtelstein bezeichnet. Wir gucken mal drauf. Ihr seht, das sieht ungefähr so aus wie eine etwas plattgedrückte Musketenkugel mit einem Loch darin. Und in diesem Loch steckte ursprünglich ein kleiner Holzstab. Und dann hat man in einer Hand die Wolle festgehalten, mit der anderen Hand zog man dann so Fasern da draus. Und dieser Spinnwürtel wurde in Rotation gebracht und so hat sich dann ein Garn zusammengesponnen. Ich blende euch da auch noch mal ein Bild ein, wie das hier ungefähr vonstatten gegangen ist. Und ja, wir haben hier auf jeden Fall einen Fund, der auch meistens im archäologischen Kontext mit Gräberfeldern oder Siedlungsflächen gemacht wird. Also das würde vielleicht ganz gut passen zu den römischen Kaiserzeitbefunden, die die Archäologen dort schon auf der Fläche gemacht haben. Vielleicht hier dann in dem Zusammenhang auch Garnherstellung oder Textilherstellung.
mit diesem Webgewicht, das wir da auch noch finden konnten. Und dann bin ich nochmal so richtig ins Dickicht rein und dann schauen wir mal zusammen, was da noch so passiert ist. So, ich bin nochmal gewechselt ins absolute Dickicht. Hab jetzt auch, wie ihr seht, ich laufe hier direkt unter der Hochspannung. Ist aber super ruhig, der Detektor. Ich bin jetzt aber ins Monoprogramm gewechselt, habe das ein bisschen angepasst. Sehr oberflächliches 72er. Ich glaube, da gucke ich erstmal mit dem Pinpointer, bevor ich da überhaupt anfange zu graben. Ja, ein bisschen graben müssen wir doch. Ist auch so ein lehmiger, schwerer Boden hier. Ja, Pinpointer, komm. Okay, ich sehe es schon. Hör auf zu meckern. Olle Gans. Oh ja, es ist ein, würde ich sagen, aufgeschlagenes Bleiprojektil. Auch mal ganz interessant auf jeden Fall. Ja, würde ich sagen, müsste eins sein. Total platt aufgeformt, hat irgendwas getroffen, aber ich gehe mal von aus, eher von der Jagd. Um euch mal zu zeigen, wo ich hier immer durch muss, das sind hier diese vertrockneten Disteln und ihr seht hier überall diese kleinen Dornen, die da noch dran sind. Die stecken mir ständig irgendwo im Bein oder in der Hand. Das ist wirklich kein Spaß hier, ey. Ich habe da noch einen heißen Deal für euch eingefädelt. Ihr bekommt nämlich ab sofort bei www.detektoren-shop.de ab einer Bestellung von 100 € 10% Rabatt mit dem Rabattcode WALDFEE10 eingeben ins Rabattfeld und sofort sparen. Und wir machen weiter mit der Schatzsuche. Meine Lieben, wie schön ist das hier bitte? Mit diesen ganzen gelben Blumen, ein Blumenmeer. Ich glaube, schöner sondeln kann man fast gar nicht. Ich habe hier das nächste Signal. Ein ganz oberflächliches 85er. Da gucken wir auch mal mit dem Pinpointer. Also kommt mal ein bisschen dichter und dann schauen wir mal zusammen. Ah, ich glaube, ich sehe schon ein Stück Dose oder so. Ja. Mist, trotzdem schön hier. Ganz oberflächliches 85er Signal hier. Ich bin aber gespannt, was das jetzt hier ist. Entweder ein fettes Stück. Oh, 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 oh. Nein. Es ist eine Münze. Ah, wie geil. Was haben wir hier? Ich glaube, ja, es dürfte eine Pfennig-Scheidemünze sein. Ah, geil. Nicht schlecht, kam total rausgeploppt, als ich den Spaten angesetzt habe. Ja, die wollte zu mir. Gucken wir uns gleich an. Unverhofft kommt oft, da konnten wir doch noch mal eine kleine Münze finden. Wir gucken mal drauf. Es handelt sich um eine Pfennig-Scheidemünze aus dem Jahr 1799. Die Rückseite sparen wir uns mal, denn die ist nicht mehr ganz so schön. Dort sieht man ein F und ein W. Also das heißt, das ist eine Umlaufmünze hier unter Friedrich Wilhelm II. Und dann gucken wir mal weiter, was noch so passiert ist. Das nächste Signal, ein 72er ungefähr. Wow. Oh, 80er Signal. Ich hänge hier im Gestrüpp fest. Verflucht. Ach. Was haben wir hier? Ein Teil von einem Mundharmonika-Stimmplättchen. Wunderbar. Das nächste 72-73er Signal. Ich bin gerade auf dem Weg zurück zu meinen Sachen, weil hinter mir sieht es so aus, als wenn es hier gleich wieder regnen wird. Wir haben es draußen.
Wo ist es denn jetzt? Ich will hier den Wurm in Ruhe lassen, der da rumkriecht. Ich glaube, es ist wieder was aus Blei hier. Wieder so ein komisches Bleiröhrchen. So ein Teil davon auf jeden Fall. Tja, komisch. '87er. Und? Hä? Ja, ich glaube, es ist ein Knopf. Ein kleiner Knopf oder so. Oder ein Druckknopf vielleicht sogar. Könnte sogar ein Druckknopf sein. Ach. Mehr ging leider nicht mehr an diesem Suchtag. Den Bronzeeimer konnten wir auch mal wieder nicht finden. Aber insgesamt war es doch ein schöner Tag. Wir haben einige schöne Funde gemacht. Das bin ich ja auch anders gewohnt dort von dieser Fläche. Manchmal passiert da auch echt gar nichts und es kommt nur Müll. Also wollen wir uns da mal nicht beschweren. Ich hoffe, ihr hattet Spaß an der Folge. Dann das Like nicht vergessen. Gerne abonnieren, wenn du den Kanal noch nicht abonniert hast. Würde ich mich sehr darüber freuen. Hier verlinke ich euch 2 weitere Videos. Wenn ihr sie nicht kennt, schaut gerne rein. Grüße gehen nochmal an meinen Ausrüster Detektoren-Shop.de. Wir sehen uns dann zum nächsten Abenteuer. Bis dahin, macht's gut.